Stell dir vor, du würfelst zweimal hintereinander die 6. Dann passiert es ein drittes Mal, ein viertes Mal, 5-mal, 10-mal, 15-mal. Auch wenn nach der Wahrscheinlichkeitstheorie sogar 1000-mal die 6 vorkommen kann, gibt es noch einen gesunden Menschenverstand, der in solchen Fällen die Theorie von der Praxis unterscheiden kann. Du würdest zu der Erkenntnis kommen, dass es hier nicht mehr um den reinen Zufall geht. So verhält es sich mit den Prognosen von Die Simpsons. So langsam kann man das nicht mehr ignorieren. In diesem Video wird zu den Prognosen nicht viel reininterpretiert. Entscheide selbst, wie sehr du an Zufälle glaubst. Vorher freut es mich, den Sponsor des heutigen Videos vorzustellen. Letzten Monat war der 4. Jahrestag von Raid: Shadow Legends. Ladet euch das Spiel einfach mal runter, denn es ist völlig kostenlos und hat eine solide Grafik mit Champions, die schön anzusehen sind. Es gibt Milliarden Möglichkeiten, die Champions mittels Waffen, Rüstungen und Klamotten anzupassen. Besonders spaßig finde ich Bossfights. Für einige habe ich echt lange gebraucht. Es kann einen während einer langen Zugfahrt beschäftigen. Aber genau das ist doch das, was einen reizt. Du kannst dich live mit anderen Spielern messen. Seit einem Update gibt es besondere Events und neue Champions. Und an alle Amazon Prime Mitglieder, verpasst nicht euren letzten Drop, um eure Champions zu stärken. Verwende meinen Link in der Beschreibung oder scanne den QR-Code, um sehr gute Boni zu erhalten. An deiner Stelle würde ich es einfach mal testen. Wir fangen an mit einem Klassiker. Diese scheinbare Vorhersage ist vielleicht sogar eine der unheimlichsten. 4 Jahre vor den Anschlägen am 11. September 2001 in New York passiert Folgendes in einer Folge. Die Familie reist nach New York. Bart schlägt vor, den Bus zu nehmen. Als Lisa daraufhin eine Broschüre einer Busfirma hochhält, ist den Zuschauern dieses feine, unheimliche Detail nicht entgangen. Auf der Broschüre sind die Zahlen 9 und 11 zu sehen. Dabei ist die 11 mit den Zwillingstürmen entstanden. Der 11. September wird im Englischen bekanntermaßen als 9/11 bezeichnet. Ausgerechnet New York, ausgerechnet $9, ausgerechnet die Zwillingstürme als die Zahl 11. Das ist ein Skandal, worüber man nur nicht spricht. Das ist unheimlich. Das stellt viele Weltbilder auf den Kopf. Ein so großer Vorfall mit so großen Einflüssen auf die Welt danach. Der Gedanke, dass jemand 4 Jahre vorher von den Anschlägen wusste, ist wirklich bedenkenswert. Lange Zeit, bevor die Ebola-Pandemie ausbrach, zeigt Marge in einer Folge aus dem Jahre 1997 ein Kinderbuch über die Folgen eines schlimmen Ebola-Ausbruchs. Das Interessante ist jedoch, dass zu dieser Zeit das Ebola-Virus zwar bekannt war, aber nur bei den Experten und niemals in diesem Ausmaß. Donald Trump wurde als Präsident vorhergesagt, und das schon im Jahre 2000. In dieser Folge wird nämlich in die Zukunft geblickt. Im Jahre 2030 ist Lisa Simpsons die Präsidentin. Der Vorgänger war in der Serie Donald Trump. Dieser hinterlässt seiner Nachfolgerin Lisa einen wirtschaftlichen Scherbenhaufen. Interessant. Im Jahre 1995 gab es eine Folge, in der ein Gerät benutzt wurde, das definitiv einem Smartphone ähnelt. Es besaß eine Autokorrektur und eine Touchscreen-Funktion. Beachtet bitte das Symbol auf dem Gerät. Eine weitere Technologie, die die Simpsons scheinbar vor uns kannten, ist der 3D-Drucker. In einer Folge wird in die Zukunft geschaut. Dabei wird gezeigt, wie Marge aus einer Fotovorlage eine echte Torte zaubert. Heute werden mit 3D-Druckern sogar Prothesen angefertigt. Essbare Dinge sind bisher ausgeschlossen, aber wer weiß. Bart Simpson fotografiert sich in einer Folge vor über 20 Jahren mit einer Kamera vor dem Spiegel selbst, so als würde er ein Selfie schießen, lange bevor dieser Trend überhaupt entstand. In einer Folge aus dem Jahre 1995 erzählt eine Wahrsagerin Lisa ihre Zukunft. Dabei gibt es eine Szene mit einer Armbanduhr, die zum Telefonieren benutzt wird. Weitere Technologien, die vorhergesagt wurden, sind zum Beispiel VR-Brillen, GoPros oder Videotelefonie.
Beim Pferdefleischskandal aus dem Jahre 2013 wurde dem Fleisch in der Lasagne Pferdefleisch beigemischt. Etwas erschreckend Ähnliches passiert 20 Jahre zuvor in einer Folge, in der eine Schulköchin Pferdefleisch in das Essen der Kinder beimischt. 2012, also 3 Jahre vor der Griechenland-Krise 2015, sah man in einer Folge, wie in einer Nachrichtensendung stand: Europa verkauft Griechenland auf eBay. Wir wissen, dass Griechenland aufgrund dieser Krise in Europa ein Problem war. Man half dem verschuldeten Staat mit milliardenschweren Rettungsschirmen. Einige wollten Griechenland am liebsten loswerden. Die Serie hat dies vorhergesehen und mit einem bösen Satz beschrieben. 1990 fangen Lisa und Bart in einer Folge einen dreiäugigen Fisch. Dieser entstand aufgrund eines Atomkraftwerks in der Nähe. Über ein Jahrzehnt später passiert dasselbe in der Realität. In einem argentinischen Wasserreservoir wurde ein dreiäugiger Fisch gefunden. Einige Zeit später fand man den Grund dafür. Wie in der Simpsons-Folge war ein Atomkraftwerk die Ursache. Es ist so, als würde die Serie einige Dinge einfach beschwören. In der Folge namens Vom Teufel besessen aus dem Jahre 1993 besuchen Homer und sein Nachbar die Stadt Las Vegas. Dort treffen sie 2 Männer, die die bekannten Zauberer Siegfried und Roy darstellen sollen. Einer der beiden Magier wird von einem weißen Tiger angegriffen. 10 Jahre später passiert dies dem Magier Roy tatsächlich. Seitdem ist er halbseitig gelähmt. Bei einem anderen Fall, bei dem man glaubt, dass es nur durch eine Beschwörung möglich ist, widmeten sich die Macher der Fußball-WM 2014. Dort spielt im Finale Deutschland gegen Brasilien und Deutschland gewinnt. Ein kleines Detail: Der Spieler Divo, der eine offensichtliche Anspielung auf Neymar ist, wird schwer verletzt und vom Platz getragen. Tatsächlich wurde Deutschland Weltmeister. Und ganz so offensichtlich darf man es wohl doch nicht machen, denn das Spiel fand nicht im Finale, sondern im Halbfinale statt. Dennoch sind die Vorhersagen wahr geworden. Deutschland hat gewonnen, Deutschland ist Weltmeister geworden und, sehr wichtig, Neymar wurde im Spiel davor schwer verletzt. Er brach sich den 3. Lendenwirbel und musste vom Spiel getragen werden. Bei den Simpsons gewann Deutschland aufgrund dieser Verletzung das Spiel. Parallel dazu behauptete man tatsächlich auch bei Neymar, dass wenn er mitgespielt hätte, das Spiel ganz anders verlaufen wäre. In einer Folge aus dem Jahre 1955 ist in London hinten ein Gebäude zu sehen, das einem Gebäude ähnelt, das erst 20 Jahre später dort stand. Der knapp 310 Meter hohe Wolkenkratzer wurde von den Simpsons vorhergesagt. Century Fox wurde von Disney aufgekauft. Ja, das passierte 2019. Bei den Simpsons aber schon 1998. Heute weiß die ganze Welt, dass die NSA versucht, die Menschheit zu überwachen. Dies taten sie über Rechner von Internetfirmen, wodurch der Zugang zu Videos, Fotos oder Kontaktdaten verschafft wurde. Der Whistleblower Edward Snowden trug zu dieser Erkenntnis viel bei. Auch Telefongespräche wurden abgehört, beispielsweise ein Gespräch der Bundeskanzlerin Angela Merkel. In einer Folge aus dem Jahre 1997 wurde dies schon gezeigt. Das Haus der Simpsons wurde von der NSA verkabelt und überwacht. Die NSA-Überwachung ist ein Thema für sich, skandalös und beängstigend. Dass man dies aber scheinbar schon lange wusste, gibt einem das Gefühl, als sei dies selbstverständlich. In einer Folge aus dem Jahre 1998 wurde laut vielen der Ukraine-Krieg vorhergesagt. Diese Aussagen erregten in letzter Zeit besonders Aufmerksamkeit. Die deutsche Folge hieß Homer geht zur Marine. Dabei findet ein Treffen der Vereinigten Nationen statt, an dem auch Russland und die USA teilnehmen. Russland macht deutlich, dass bald wieder die Sowjetunion zurückkehren wird. Durch den Krieg entsteht Gefahr für die ganze Welt. Schaut man sich diese Darstellung an und vergleicht diese mit den Aussagen von Putin, sind beängstigende Parallelen zu beobachten. Was machen wir jetzt mit den ganzen Fakten? Stecken hochintelligente Menschen hinter dieser Serie? Es gibt auch immer mehr anerkannte Medien, die davon berichten. Einfach nur Fantasie
und Kreativität. Bis zu einem Punkt sind diese Dinge zweifelsfrei erlaubt. Und glaubt ja nicht, dass es die einzigen Vorhersagen sind, die wahr wurden. Wahrscheinlich sind in der Serie noch viele Dinge versteckt, die in der Zukunft noch wahr werden könnten. Beispielsweise wurde in einer Folge aus den 1990er Jahren gezeigt, wie Homer und Marge durch ein Gerät Hologramme verzerrt haben. Virtuelles Essen? Vielleicht auch bei uns in naher Zukunft möglich. Das alles führt dazu, dass wir eine eigentlich witzige Serie verdammt ernst nehmen müssen. Daher kann es angenehmer sein, einfach weiter an Zufälle zu glauben.